Das Jahr ist noch jung, doch bei uns gibt es wie immer viel zu tun. Wir besprechen aktuelle Meilensteine, bringen uns auf den neuesten Stand der Entwicklung und arbeiten an den letzten Feinschliffen für das Design des Sion. Apropos Design, erinnert ihr euch noch an Norman? Was er mit diesem Thema genau zu tun hat, wollte ich euch heute mal zeigen. Hey Norman. Hey. Alles klar? Alles super. Ich habe hier von Social Media einen Kommentar bekommen, den ich dir gerne vorlesen würde. Und zwar schreibt der Daniel: Super, jetzt braucht ihr nur noch einen Designer und dann könnt ihr auch aus dem Auto was werden. Ja, also ich persönlich kam vorletztes Jahr bereits zu Sono Motors. Also insofern, wir arbeiten eigentlich schon sehr, sehr lange und haben im Endeffekt im Dezember 2017 bereits angefangen, an den ersten Entwürfen zu arbeiten. Und wie groß ist dein Team jetzt so? Kannst du mir dazu was sagen? Ja, wir haben ein festes internes Team. Wir sind 3 Personen hier und arbeiten mit externen Firmen zusammen. Ja, das sind Achim und Therese. Therese kümmert sich vor allen Dingen um Color- und Trim-Themen, also Farben und Ausstattung. Also wir haben hier verschiedene Sonnenblenden und wir gucken dann nach Größe, Farbe, Funktionalität. Das hier sind zum Beispiel Samples für die Texturen, für die Oberflächen. Das heißt, die jeweiligen Bauteile im Exterieur und im Interieur müssen ja definiert werden, sodass die Werkzeugmacher wissen, welche Narben kommen darauf, welche Glanzgrade haben wir, welche Materialien werden verwendet und Ähnliches. Und welche Stoffe natürlich auch. Eigentlich interessiert mich total, was du so davor gemacht hast. Wofür brennst du so ein bisschen? Ja, letztendlich für das Automobildesign, Autos insgesamt, Motorsport, also meine ganz große Passion. Ich kann gar nicht lang genug zurückdenken. Ich glaube, seit 1995 fahre ich Rennen, Auto und Motorrad, verschiedenste Sachen gemacht, ganz bewegtes Leben. Ich sag mal, als Rennfahrer, wo es ja immer um den Sound geht und um die Emotionen geht, die Erfahrung, die ich da gemacht habe, die geht mit der Elektromobilität ganz genauso. Ja, das kam eigentlich alles dadurch zustande, dass ich nach meinem Studium bei Audi angefangen habe, 1990. Bei Audi im Interiordesign beschäftigt war, 7 Jahre lang. Und so das Wichtigste, was ich da gemacht habe, war im Team des Audi TT, des ersten Audi TT mitgearbeitet zu haben. Ja, nach Audi bin ich zu Honda gegangen, da habe ich das Interiordesign in Europa geleitet. Wieso bist du dann zu Sono gekommen? Was war da der ausschlaggebende Impuls? Also mit der Firma, in der ich gearbeitet habe, über 10 Jahre lang, war unser Hauptaugenmerk, wie bekommen wir Solartechnologie ins Fahrzeug. Also schon in 2007 habe ich an Fahrzeugen gearbeitet, wo es immer darum ging, wie bekomme ich das in den Markt hinein. Und alle Hersteller, mit denen ich gearbeitet habe, haben gesagt, da gibt es keinen Business Case dafür, das macht keinen Sinn. Was sollen wir mit dieser zusätzlichen Stromversorgung haben? Wir können doch damit gar nichts machen. Ja, das war für mich dann letztendlich auch wirklich der Scheidepunkt, dass man sagt, arbeitet man weiterhin mit traditionellen Firmen zusammen oder konzentriert man sich nicht darauf, wirklich innovative Ideen in den Markt zu bringen. Und das ist halt genau deswegen sitze ich hier und das ist das, warum es so großen Spaß macht, weil endlich ein Unternehmen gesagt hat, das ist das, was wir machen wollen. Also das hat 1:1 gematcht. Design ist nicht nur Design ist nicht nur ein Entwurf, einen schönen Entwurf zu machen, sondern wirklich, dass am Ende des Tages muss das Auto auf der Straße sein, man muss es anfassen, man muss es riechen können, man muss so ein Erlebnis haben davon. Ja, und da gibt es eine Menge Arbeit. Das hört auch nie auf. Was aktuell leider nicht mehr so gut zusammenpasst wie Norman und Sono Motors, ist die Größe unseres Büros und die Größe unseres Teams. Doch um dieses kleine Platzproblem zu bewältigen, haben wir uns etwas einfallen lassen. Wir sind ja extrem schnell gewachsen im letzten Jahr und jetzt 4-mal mehr Mitarbeiter wie letzten Januar. Und deswegen entsteht jetzt hier unser neues Office. Dafür erweitern wir unser Büro um diesen Teil. Doch bis unser gesamtes Team hier einziehen kann, gibt es noch eine Menge zu tun. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. So, Noel, jetzt habe ich hier noch was Handfestes für dich. Okay. So, das ist die Felge für unseren Sion. Wow, die sieht ja nice aus. Wie groß ist sie? Das ist eine 16 Zoll Stahlfelge. Okay. Und Design und Farbe, ist das alles schon fix, oder? Wir wollen die Community noch in den Entscheidungsprozess für die Farbe mit einbeziehen. Okay.
Ja, da freuen Sie sich bestimmt. Denke ich auch.